Herzlich willkommen zum Video-Review der HS1177 FPV-Cam. Die Kamera selbst kommt in diesem unscheinbaren schwarzen Karton und hier an der Seite sehen wir die Spezifikationen der Kamera. Es handelt sich um eine Foxeer XAT 600M Kamera mit einer Auflösung von 600 TV-Lines und mit einer 2,8 mm Linse. Wenn man die Packung öffnet, sieht man als allererstes die Anleitung. Dann haben wir eine kleine Tüte mit dem Haltebügel und den Schrauben. Dann haben wir ein Kamerakabel. Wir haben die Kamera selbst. Und unter der kleinen Pappabdeckung noch das Kabel für den Joystick. Die einzelnen Sachen etwas genauer ansehen. Fangen wir mal mit dem Kabel an. Sehen wir, dass das Kabel Gott sei Dank mit einer Silikonummantelung gefertigt ist. Auf der einen Seite haben wir den klassischen Servoanschluss und auf der anderen Seite haben wir einen 4-Pin-Stecker mit allerdings nur 3 angeschlossenen Kabeln für die Kamera. Dann der Bügel selbst ist aus Metall und kommt mit 4 kleinen Schrauben zur Befestigung, wobei diese Schrauben alle für die Kamera gedacht sind und nicht für den Bügel selbst. Na komm. So. Dann haben wir einmal das Joystick-Kabel. Das Joystick-Kabel kommt auch mit dem 4-Pin-Stecker, allerdings sind hier 4 Kabel angeschlossen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Cinch-Video-Ausgang und einmal den Eingang für den Stromanschluss. Hier passt jeder gängige Fatshark Brillenstecker, um die Kamera beim Einstellen zum Beispiel mit Strom zu versorgen. So, kommen wir zur Kamera selbst. So, die Kamera selbst kommt in einem schwarzen Kunststoffgehäuse, hat vorne eben wie gesagt die 2,8 mm Linse und hinten die 4 Anschlüsse für die Kabel. Wir haben einmal einen Stromeingang, 5 bis 22 Volt, einmal Masse, einmal den Videoausgang und einmal einen Anschluss für das OSD, wobei das OSD optional ist und nicht belegt sein muss. Und zur Anleitung, die gibt nochmal alle wichtigen Daten. Hier steht lustigerweise 5 bis 35 Volt und zeigt einem alle Einstellungsmöglichkeiten an, die man später im OSD der Kamera hat. Zum Beispiel hier der Weißabgleich, die Beleuchtung, die Blende und alle anderen wichtigen Sachen. Schauen wir uns nun die Kamera etwas genauer an. Anfangen werden wir hier mit dem Gewicht. Die Kamera selbst hat ein Gewicht von gerade mal 12,4 Gramm. Mit Metallhaltebügel wären wir hier bei 14,1 Gramm. Was sehr, sehr leicht ist, auch im direkten Marktvergleich mit anderen gängigen FPV-Cams. Sonst zur Kamera selbst kann man eigentlich nicht viel sagen. Wie gesagt, das Gehäuse ist hier leider aus Kunststoff und die seitlichen Befestigungslöcher daher auch aus Kunststoff. Ja. Rückseite ist ebenfalls aus Kunststoff. Wenn wir die Kamera jetzt mal öffnen, dann schauen wir uns nochmal das Innenleben an. Sind das 2 Schrauben, die kann man hinten entfernen. Dann kann man die Rückplatte abheben und wir sehen das Innere der Kamera. Die Rückseite oder die Platine eher gesagt kann man dann einfach herausnehmen und wir sehen dann direkt die Platine der Kamera. Schön hierbei ist, dass hier keine externen Bauteile verbaut wurden, die bei einem normalen Crash vom Quadcopter oder vom Flieger abreißen könnten. Heißt, man muss keine extra Bauteile hier mit Heißkleber oder Epoxyharz noch sichern, wie es bei manch anderen Kameras teilweise der Fall wäre. Sonst das Objektiv vorne sieht man auch, dazu sage ich auch noch gleich mehr. Jetzt bauen wir die Kamera erstmal wieder zusammen. So. Kommen wir nun zum Objektiv der Kamera. Die Kamera selbst kommt in den gängigen Versionen mit einer 2,8 mm Linse. Diese ist recht gut, wenn man jetzt an Flächenflieger denkt, an Nuris oder ähnliches. Wenn man jetzt auf Quadcopter oder Racecopter eher aus ist, dann würde ich empfehlen, die Linse zu tauschen, da das Blickfeld nicht wirklich ausreichend ist, um Bäume oder schmale Tracks zu fliegen. Und dazu kann man das Objektiv
Einfach im Uhrzeigersinn aus der Kamera drehen und dann durch ein anderes verfügbares Objektiv tauschen. Hier sieht man nochmal schön den Sensor im Inneren der Kamera. Der rote Schimmer deutet übrigens hier auf eine IR geblockte Version hin. Eine normale Version würde diesen roten Schimmer nicht haben. Andere Objektive, die auf dem Markt verfügbar sind, sind zum Beispiel die 2,5 mm Linse, dann gibt es eine 1,8 mm Linse und in meinen Augen der Favorit aktuell ist eine GoPro 2 Linse, die hat eine Brennweite von ungefähr 2,3 mm, hat aber so gut wie keinen Fisheye-Effekt. Schöne Sache der Kamera ist, dass man die Einstellungen für zum Beispiel Blende, für Licht, für den Weißabgleich oder auch die Wide Dynamic Range passend an seine Bedürfnisse im OSD-Menü einstellen kann. Dazu gibt es zum Beispiel im Internet auf YouTube verschiedene Videos mit verschiedenen Settings. Ich persönlich nutze das Setting von Dark Peak. Man findet aber auch die Einstellungen von zum Beispiel Mr. Steel oder Chet Novak. Kommen wir nun zu den Vor- und Nachteilen der Kamera, die mir im Laufe des letzten Jahres mit der Verwendung der HS1177 aufgefallen sind. Als erster Pluspunkt für mich ist der faire Preis der Kamera. Die Kamera ist im direkten Marktvergleich mit anderen Kameras, wie zum Beispiel der Runcam Swift, die die gleichen Einstellungen oder den gleichen Sensor hat, doch eine ganze Ecke billiger. Dann das Gewicht der Kamera. Die Kamera ist auch wieder im Vergleich mit der Swift nochmal ein paar Gramm leichter. Dann für mich ein großer Pluspunkt ist die Verarbeitung der Kamera, gerade der internen Platine. Hier sind keine Bauteile verbaut, die extra gesichert werden sollten, wenn man mit der Kamera dann doch mit dem Mini-Quad fliegt und durchaus auch mal etwas unsanft landet. Dann die Größe der Kamera mit 24 bzw. 25 mm Breite passt die Kamera in alle gängigen FPV Racer Frames für 5, 4 und 6 Zoll Propeller. Mit nur Flüglern oder anderen Flächenmodellen gibt es natürlich auch keinerlei Probleme. Dann für mich auch einer mit der größten Pluspunkte ist die Möglichkeit, jeweils ein passendes Objektiv für meinen Flugstil zu verwenden. Fliege ich zum Beispiel meinen Freestyle Quad, habe ich eine 1,8 mm Linse verbaut und fliege ich meinen Race Quad, hier fliege ich zum Beispiel die GoPro Linse. Und ein weiterer Pluspunkt für mich ist der Anschluss oben an der Kamera. Früher gab es viele Kameras, die den Anschluss unten hatten, was bei einem gewinkelten Einbau Probleme geben kann, weil der Stecker an der Bodenplatte kratzen könnte. Kommen wir nun zu den etwas negativen Punkten, die mir im letzten Jahr aufgefallen sind. Als erstes die Verschraubung seitlich an der Kamera. Nachdem das äußere Gehäuse der Kamera aus Plastik ist, kann es sein, dass dieses Plastik ausreißt, wenn man eine Schraube zu fest andreht. Danach wird diese Schraube nicht mehr vernünftig greifen und man muss eine größere Schraube verwenden. Und der OSD-Anschluss der Kamera ist leider nur mit diesem speziellen Kabel möglich. Und hier gibt es eben nur den Video-Cinch-Ausgang. Das macht ein schnelles Verstellen auf dem Feld eigentlich unmöglich. Es sei denn, man baut sich aus diesem Kabel eine Art Adapter, was allerdings wieder Lötarbeit ist und man kann das Kabel natürlich damit auch unbrauchbar machen. Andere Kameras haben das schöner gelöst, die zum Beispiel diesen OSD-Anschluss als extra Stecker an der Kamera haben. Zu guter Letzt würde ich euch nun ein DVR-Video von mir einspielen. Das Video ist entstanden mit einer HS1177, wurde mit einer Fatshark Dominator Version 2 aufgenommen und die verwendete Linse in diesem Video war die GoPro Linse. Viel Spaß, danke fürs Gucken und bis zum nächsten Mal.